Ja, heute möchte ich wieder mit euch ganz besondere Energien teilen, die wir jetzt gerade wieder im Feld haben. Hintergrund ist auch, dass aktuell wieder im Äußeren geschehen so einige Meldungen auf uns zukommen, die uns wieder auf der einen Seite erschüttern, auf der anderen Seite aber auch wieder viele Seelen aufwachen. Und die Empfehlung dabei ist immer, nicht in das Drama zu gehen, sondern mehr in eine Haltung von Demut. Und Demut interpretiere ich immer als Herzensmut. Also dort ist ja schon das Wort Mut drin. Das heißt, was jetzt im Moment wieder angestoßen wird, ist, dass wir mutig unsere eigenen Projekte aus dem Herzen heraus leben und alles, was uns ja auch vom Verstand her, vom Kopf her daran hindert, unsere eigenen Begrenzungen und Schranken fallen lassen und wirklich unseren Herzensweg gehen. Und der Hintergrund ist, dass wir heute laut dem Maya-Kalender, dem kleinen Zollkind-Kalender, in die rote Welle eintreten des Himmelswanderers Ben. Und dies ist ein 13. Siegel, also wirklich ein Siegel mit der Zahlensymbolik 13. 13 steht ja auch immer dafür, dass ein Zyklus zu Ende geht und ein neuer beginnt. Und von daher ist die Energie im Moment auch so, dass das Alte mehr und mehr zusammenbricht und es auch augenscheinlich wird. Und jeder Zusammenbruch des Alten führt immer in die Freiheit, aber die Freiheit der Selbstverantwortung. Das heißt, man gibt die Verantwortung nicht mehr an andere ab, sondern sie ist vorbehalten für dich selbst. Du selbst wirst jetzt dazu aufgerufen, die Verantwortung für alle deine Bereiche in deinem Leben selbst zu übernehmen. Und diese Selbstverantwortung, die führt aus Abhängigkeiten und aus der Fremdbestimmung. Und sie öffnet dir ein buntes Feld aller Möglichkeiten. Also dieser Tag heute ist der Beginn von einem 13-tägigen Zyklus, der ein idealer Zeitpunkt ist und auch ein Nährboden für eine kollektive und individuelle Freiheitsbewegung. Diese Projekte jetzt ins Leben zu rufen und voranzutreiben. Und viele von uns, die spüren das auch schon, dass sich auf einmal alles so leicht anfühlt und so frei, dass sie Energie haben und im Fluss sind. Also wenn wir die alten Dramen loslassen, die alten Einschränkungen, dann können wir wirklich nach vorne gehen. Und diese Welle aus dem Maya-Kalender, die unterstützt uns eben dabei, indem sie überschwemmt die Pläne von selbst starken Kontrolleuren, die schnell in ein Desaster hineinlaufen können. Und damit sind nicht nur die Kontrolleure im Außen gemeint, sondern auch unsere inneren Kontrolleure. Wir haben auch Innere, die uns in Schranken halten und sagen, du kannst das nicht und das funktioniert ja sowieso nicht. Von denen dürfen wir uns jetzt wirklich verabschieden, so dass das Alte zusammenbricht und etwas ganz Neues daraus entsteht, neue Projekte. Und das kann nicht nur die Menschen freisetzen, sondern auch Tiere, Pflanzen oder sogar Steinwesen. Denn all diese Bereiche wurden stark kontrolliert und fremdbestimmt und sie werden jetzt von den kosmischen Gesetzen, insbesondere von Ursache und Wirkung, zerschlagen. Also das Karma löst jetzt das Alte auf und es kann eben zu einer persönlichen oder auch kollektiven Freiheit führen. Und das Wichtigste dabei ist immer, dass wir uns bei alledem von unserem Herzen führen lassen, aus der eigenen inneren Intuition. Das ist der abschließende Tipp für die heutige Energie, die jetzt in einer großen Welle hineinströmt, sich die nächsten 5-6 Tage stark aufbauen wird
um uns in unsere Herzensenergie zu bringen.